Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich euch ein paar Komponenten zeigen. Bisher haben wir eigentlich hauptsächlich mit Buttons gearbeitet und hier ein paar Menüs erstellt, beziehungsweise Menübars. Es gibt ja noch deutlich mehr und die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen vorstellen. Nämlich fangen wir an mit was Leichtem, nämlich diesem JLabel, von dem ich schon öfters was erzählt habe und ich glaube, ich habe es euch sogar schon einmal gezeigt. JLabel Label gleich New JLabel. Funktioniert natürlich nur, wenn man es inkludiert bzw. importiert hat. So. Und jetzt kann ich hier irgendwas reinschreiben, wie zum Beispiel Hello World. Nur eine. Und kann dieses JLabel da hinzufügen. Ähm, Paint.add. Ich mache hier mal ein Flow-Layout draus. Lasst euch davon nicht irritieren. Wenn ihr nicht wisst, was ein Flow-Layout ist, geht ein paar Videos zurück und da wird es sein. So, und das Ding habe ich Label genannt. So, das ist einfach ein ganz normales Textfeld, wo man nicht irgendwie markieren kann, sonst irgendwas mitmachen kann, sondern einfach nur Text, der dasteht. Zum Beispiel zum Beschriften von irgendwelchen, ähm, ja, von irgendwelchen Forms, die ihr da reinpackt oder sonst irgendwie was. Gut, machen wir es ein bisschen spannender. Eine JJackbox. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, eine Checkbox. Ich nenne sie mal CB. New Checkbox und ja, hier haben wir zum Beispiel einen String Text, den wir hier draufschreiben können. Oder vorne dran ist das, glaube ich. Oder hinten dran. Wir werden sehen. Ähm, ich bin eine Checkbox. Okay. Was passiert, wenn wir das laufen lassen? Habe ich hier CB geaddet? Nein, habe ich nicht. Wo hast du einen Fehler? Da fehlt das Semikolon. Ich bin schlau. Nicht. So, ja, hier haben wir den Text, ich bin eine Checkbox und da kann man natürlich draufklicken oder nicht. So, ihr seht, der Haken sieht sehr, sehr stylisch aus. Ähm, was hier natürlich wichtig ist, ist, dass wir herausfinden, ob diese Checkbox gerade angeklickt wurde. Und das machen wir über ein Action performed, also über ein Action Event. Und deswegen sagen wir hier cb.addActionListener hier unten. Und dann sagen wir hier New Action Listener und bekommen hier gleich die Action performed rein, die wir hier implementieren wollen. So, und mit diesem Event E kann man noch einiges machen. Man kann dann nämlich zum Beispiel sagen, okay, wir wissen, dass es eine Checkbox ist, wo das ganze Ding herkommt. Also es muss auf jeden Fall eine Checkbox gewesen sein, die hier geklickt wurde, weil was anderes geht es nicht, weil wir diesen Action Listener tatsächlich nur auf dieser Checkbox haben. So, und was wir jetzt hier machen können, ist, wir sagen, okay, JJackbox, CB, Source, wenn ich tippen könnte, Source jetzt. Und wir können das Ganze hier casten, also JJackbox. Und zwar e.getSource. Also quasi das Objekt, das irgendwie verändert wurde. Und wir wissen ganz genau, dass das eine Checkbox ist, weil wir hier nur dieses Objekt hier irgendwie als Listener haben. So, und dann haben wir die Checkbox, die hier irgendwie selected wurde oder deselected wurde, das wissen wir ja noch nicht. Und jetzt können wir ja einfach mal sagen, okay, Boolean oder wir sagen einfach direkt if cbSource is selected. Und das liefert uns ein Boolean zurück, ob gerade da was draufgeklickt wurde oder ob da eben nichts wurde. Und dann sagen wir von mir aus cb.set. Da gibt es doch sicher noch irgendwas Cooles, was man damit machen könnte. Ich bin gerade out of Ideen. Ja, set Font können wir machen. Wir verändern einfach die Schriftart. New Font. Wir nehmen von mir aus Calibri mit Style, also Font. Machen wir es Italic, also kursiv gedruckt und Schriftgröße 12. So, und jetzt, wenn wir die Checkbox klicken, dann sehen wir hier, verändert sich die Schriftart. Natürlich geht es nicht zurück, weil wir hier kein else drin haben, das heißt, es wird bloß einmal verändert
Und dann haben wir hier eine andere Schriftart, die Italic ist und eine, ja, Calibri und 12 Punkt groß ist. Sehr schön. Also so kann man rausfinden, ob eine Checkbox eben gerade geklickt wurde oder nicht. Gut, dann machen wir weiter und zwar mit der Combo-Box. Das wäre das nächste, was wir hier irgendwie haben. Das wäre hier dann eine, ich packe das gerade mal hier unten drunter, eine J-Combo-Box. Oh, hier kommt natürlich schon wieder was rein. Hier kann ich noch einen Wert angeben. Ja, das muss man aber eigentlich nicht machen. Es reicht, wenn wir hier einfach eine J-Combo-Box erstellen. Kann ich schlecht wieder CB nennen. Combo B oder einfach Comp. Sagen wir mal ist New J-Combo Box und nimmt hier von mir aus mehrere Strings. Das ist, glaube ich, ein Array, was es nimmt. Ja, genau, es ist ein Array. Das heißt, wir sagen hier Auswahl 1. Ich bin gerade sehr einfallslos. Ups. Auswahl 2. So, jetzt machen wir hier die geschlossene Klammer zu. Und ja, hier muss scheinbar doch was rein. Packen wir hier den String rein. So. Und wie wir sehen können, tut das nicht richtig. Das heißt, wir müssen das hier irgendwie auslagern. Und sagen hier comp. Add. Dann sagen wir hier, okay, in String rein, hier die Auswahl 1. So. Und das Problem ist jetzt hier, dass wir hier ein Component haben wollen. Deswegen packen wir das einfach oben drüber, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. So. Packen hier das Ganze in. Doch, das hat gestimmt. String Array, nennen wir es einfach mal Liste. In Auswahl 1 und 2 und dann sagen wir hier, okay, wir wollen diese Auswahlliste hier drin haben. So, und wenn wir das jetzt hier starten, dann sieht das wie folgt aus. Ich habe es noch nicht hinzugefügt, sollte ich noch tun. Die habe ich genannt, comp. Pain.add comp, fast. Almost. Jetzt, komm schon. So, und jetzt habe ich hier eben Auswahl 1 und Auswahl 2 und die Auswahl 1 ist logischerweise immer gleich selected. Und ja, ich kann hier quasi auswählen, welches von diesen, ja, aus dieser Liste ich haben möchte. Und ja, dann kann man natürlich noch andere Sachen machen damit, nämlich zum Beispiel rausfinden, was gerade selected wurde. Und dazu brauchen wir wieder natürlich einen Listener, wie immer. Und ja, deswegen brauchen wir hier einen comp.add und wie ihr hier sehen könnt, gibt es einige verschiedene Listener, Ancestor Listener, Action Listener und was wir hier diesmal brauchen ist ein Add Item, würde übrigens hier das machen, was ich vorhin mit Add Component machen wollte oder einfach nur Add. Add Item, ja, kann man einfach ein neues Item hinzufügen, logischerweise. So, und jetzt haben wir hier einen Add Item Listener und dann brauchen wir hier einen New Item Listener und dann haben wir hier ein Item State Changed. Und das ist quasi das, wo wir haben wollen. Wir wissen, dass der User gerade was anderes ausgewählt hat. Und ja, dadurch, dass der User was anderes ausgewählt hat, können wir darauf zugreifen. Wir können hier sagen, if e.getStateChange gleich Item Event und dann Punkt. So, und jetzt haben wir hier erstmal, was haben wir? Okay, Item First wäre das erste Item, Item Last wäre das letzte Item, Deselected heißt, er hat was unmarkiert und Selected heißt, er hat was anmarkiert. Da gibt es noch ein paar andere, die könnt ihr euch mal gerne angucken. Ich nehme jetzt das Selected hier und kann dann hier zum Beispiel sagen, okay, was total irre ist, ich sage Add Item und sage genau das Item, was du gerade ja, hier, was du gerade anmarkiert hast, soll dann neu hinzukommen. Also get, also E ist der Event, get Item ist das Item quasi und toString, weil es da sowieso Strings sind, aber sonst können wir nicht richtig drauf zugreifen.
Okay. So, das macht jetzt voll witzige Sachen wahrscheinlich. Hier habe ich zwei, jetzt habe ich hier eins, 2 und 2. Jetzt sage ich hier wieder, okay, ich wähle eins aus, das heißt, ich habe nochmal eine eins, nochmal eine eins geht allerdings nicht, aber jetzt habe ich noch ein 2 drin, dann habe ich noch eine eins drin. Ja, also total witzige Sachen eigentlich und total unnütz, aber hier könnt ihr sicher irgendwas Sinnvolleres damit machen. Ja, so greift man auf die Items zu, die geändert wurden. Okay, ähm, ja, die anderen Komponenten werde ich euch dann nächstes Mal zeigen, beziehungsweise übernächstes Mal wird wahrscheinlich auch noch über Komponenten gehen. Ich bin jetzt schon wieder bei 10,5 Minuten, deswegen wäre es cool, wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt oder sonst irgendwas. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.